Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Also die Straße ist schlecht hier. Viele Löcher. Rönig 1008, der Weihnachtsschild, aber das ist nicht so spektakulär. Okay, ich gebe Gas, ja. Jetzt kommt jetzt die Abfahrt. Vorsicht, wir haben viel Gepäck, gell? Nicht so übertreiben. Vorsicht mit der Bremsen, ah ja, hier geht's voll runter. Oh Mann, wie krass. Scheiße, du hast mich ja noch gar nicht gefahren hier. Ah! Ich kenne ich nur aus YouTube-Videos, solche Straßen. Alter! Ah! Oh mein Gott! Eigentlich reicht mir fast schon das, ne? Spätestens nach diesen 3 wirklich harten Anstiegen wissen wir, das ist kein harmloser Weg. 3-mal den Feldberg hoch und wir sind noch nicht einmal am Fuß des Grimselpasses. Haben wir uns überschätzt? Egal, jetzt müssen wir uns durchbeißen. Umkehren geht nicht mehr. Jetzt in Meiringen. Hier ist es deutlich wärmer. Bestimmt 6-7 Grad mehr. Da vorne, da ist der Grimsel. Ah. Nach einer recht schnellen Passabfahrt vom Hasliberg herunter erreichen wir den Ort Meiringen im Berner Oberland. Hier ist es relativ touristisch, aber auch schön. Oh, wir haben wieder einen netten schwarzen Rennradfahrer getroffen hier, der uns ein bisschen Tipps gegeben hat, gemeint hat, es wird knapp zeitlich. Es ist zu schaffen, ne? Hat er gemeint, okay, naja. Ja, sieht jetzt noch Brenner aus hier. Erster Anstieg Richtung Grimsel. Ja gut, es kommt erst in Innertkirchen. Aber eigentlich ist das schon der Fuß von dem Ganzen. Also das ist noch nicht der große Anstieg. Ah, das ist jetzt dieser 2 Kilometer Anstieg. Ja. Ach du Scheiße. ...1650 Meter steigen wir auf 30 Kilometer jetzt. Das wird lustig. Ja. Ah, Mann, oh Mann, ja, ist dicht voran hier. Ach, sorry. Erster Anstieg des Grimsels überstanden, jetzt geht's runter nach Innertkirchen. Es ist bitterkalt. Die Passhöhe des Grimselpass liegt auf 2165 Meter Meereshöhe. Wir müssen allerdings uns vorher noch einmal stärken und ordentlich Energie laden, denn es wird sehr anstrengend. Teilweise zweistellige Steigungsprozente warten auf uns und unzählige Serpentinen. Aus diesem Grund steuern wir gleich einen Supermarkt in Innertkirchen an. Wir sind in Innertkirchen, ab jetzt geht es nochmal 1300 Meter vielleicht hoch bis zur Spitze.
Ja, nicht ganz so viel. Vielleicht 1000. Auf 26 Kilometern. Und ja, Wetter geht so halbwegs. Könnte Regen kommen. Björn kauft gerade was ein im Supermarkt. Dass wir was zum Essen finden. Jo, ich melde mich dann nochmal. Gehe ich mal nochmal aus. Hast du ausgemacht? Ich mache jetzt an. Hallo. Und jetzt drücke ich 1, 2, 3, 4. Nach der Stärkung mit ordentlicher Energiezufuhr in Innertkirchen geht es weiter. Wir nehmen den Grimselpass in Angriff, den Hauptanstieg. Der erste Tunnel wartet, aber hier dürfen Radfahrer nicht durch. Wir müssen die ehemalige alte Passstraße nehmen. Diese ist nämlich für Radfahrer vorgesehen. Ah, gut. Ja. Das ist der Notausgang vom Tunnel anscheinend. Oh, Mai ist es anstrengend. Oh, ich habe noch nicht mal ein Drittel geschafft. Es warten weitere Tunnels. Diesmal dürfen auch wir durch. Den Grimselpass begehen wir ihn immer wieder. Gelben Schweizer Postbusse, seit über 100 Jahren unterwegs in den Bergen. Ihr Dreiklanghorn ist legendär, leider hier nicht zu hören. Und praktisch hinten am Bus gibt's auch Platz für Fahrräder. Perfekt für Radfahrer, die sich den Aufstieg sparen wollen. Björn und ich fahren schon seit dem ersten Tunnel mit einigen Minuten Abstand hintereinander. Wir verabreden aber, dass wir alle 5 Kilometer einen kurzen Stopp einlegen und aufeinander warten. In gut Tannen ist es wieder soweit. Ich warte auf Björn und entdecke einen Selbstbedienungsstand einer Käserei. Und auch die berühmten Walliser Aprikosen, von denen wir später noch einige Stände sehen werden. Und Gin wird hier angeboten. Die Wade brennt. Keine Gnade für die Wade heute. Oh. Und immer weiter, 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 immer weiter. Ja. Tja, ganz nach dem Bachmann. Liebe Grüße an ihn, auch unbekannterweise, ich habe kommentiert, dass er leider mit seinem Herz das Problem hat und momentan nicht Rad fahren kann bis auf weiteres. Ich drücke ihm die Daumen, dass es wieder klappt eines Tages und er solche Alpenpässe wieder mit eigenen Beinen durchziehen kann. Ja, weil er war einer derjenigen, die die Inspiration geliefert haben, es mal zu versuchen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video von ihm.
Nuvenen, Susten, Furka-Pass und Grimsel-Pass. Diese 4 wichtigsten Pässe in derselben Region, Sustras, was wir alle mal gefahren haben. Für mich ist der erste jetzt. Gut, ich melde mich später. Die letzte Möglichkeit vor dem oberen Abschnitt noch zu übernachten. Zimmer gibt es hier für ab 300 € die Nacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen bis oben durchfahren. Welcome to my hotel. Hier, Hotel Room, Naturresort Tandeck. Hi. Die Hälfte ist geschafft. Ja, ich glaube sogar mehr, oder? Ja, ein bisschen mehr. Ich habe Drohnen fliegen lassen, ein bisschen hier. Echt? Ja, ich bin hier schon seit 20 Minuten vielleicht. So, gut. Ich habe meine Pause gemacht. Auch zwischendurch. Ich wusste nicht, ich wollte hinter dem Tunnel, ich wollte erst vor dem Tunnel, da war nichts zum Halten. Und dann habe ich gesehen, hier gibt es 2 Abzweige. Ja. Aber guck mal, also ich habe die Drohne und die ist einmal hier dagegen geflogen, macht aber nichts. Da ist die hier hängen geblieben, weil ich habe Drohne, ich dachte, ich hoffe, dass drüber fliegt, weißt du, so als Effekt. Aber leider war ich ein bisschen niedriger als ich schätze. Aber das ist doch super. Dann kann ich ja, ich fahre einfach langsamer und in der Zeit fliegst du deine Drohne. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Regen. Ich hoffe, es ist nicht Sprühregen. Also ich habe momentan gesehen, der Ort, da stand Nieselregen. Also Ja, nicht noch- stark ist, das weiß ich aber Ich nicht. denke mal noch 200 Höhenmeter, dann sind wir in der Wolke drin. Ja, ja. Guck mal, wie das da sind die Wolken. Da ist aber ein bisschen heller in die Richtung. Guckst du ein wenig. Ja. Ja. Ja, dann erreichen wir die Wolkenhöhe. Und Ich habe schon hier alles zu, es wird langsam kalt. Vielleicht werden wir oben nicht viel sehen werden. Oder es ist oben drüber. Vielleicht ist es über den Wolken. Über den Wolken. Ja, guck mal, wenn die Wolke dabei 1500 hängt, sagen wir mal, die ist Genau. 100 Meter hoch, Ja. dann ist bei 2000 Sonne. Was sagst du zu diesem Pass hier? Bisschen schöner als der Brenner. Also schöner, weil keine Autobahn, Das ist, ja. aber es ist auch anstrengender. Ja, es ist ein Burner, aber es ist eine Herausforderung. Wir haben jetzt noch einmal krasser Feldberg. als ich dachte, wirklich. Einmal Feldberg, aber die Ja. Steigung, die ist schön moderat, immer 70%, das ist gut. Naja, bald erreichen wir die Waldgrenze. Guck, die Bäume sind immer niedriger. Ich denke, ich brauche bald die Armlinge Am länger, ja. und die Beinlinge. Also ich bleib erst mit kurzer Hose, weil Bis oben. Ja. Oben macht jawohl, dein Kettenblatt Ja, ist geil, oder? Ja. Das sieht richtig gut aus. Willst du Ja. Hier hat sich zwischendurch ein Tattoo stechen lassen. Ja, ich hab eine hat er so Pause. lange gebraucht. unten gab es einen Tattoo-Meister. Okay. 760 Meter noch, 11 Kilometer bis zum Pass. Wir sind nun oberhalb der Waldgrenze, aber auch in dieser Höhe nutzen die Bauern noch die Grünflächen als Weideland. Und typisch Schweiz, ein paar Kühe mit Glocken, die machen den leckeren Käse. Servus, schöne Berge. Und da oben sieht man die Wolken. Da fahren wir auch bald rein. Noch ein paar Höhenmeter, dann sind wir in den Wolken. Und wie ist die Lage?
super. Hast du die Berge gesehen? Ja, das sieht schön aus, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, cool. Wir sind schon oberhalb der Baumgrenze. Ja. Spektakuläre Ausblicke mit Schluchten liegen vor uns. Die Straße wird insgesamt immer steiler und windet sich bald in engen Serpentinen hoch. Sehr interessant zu sehen. Die Milchkühe werden direkt am Rande der Straße auf einem Parkplatz mit einer mobilen Melkmaschine gemolken. Achtung! Ja, die werden gemolken. Jetzt. Okay. 2 saure Pommes. Warte mal, stopp. Ich fahr trotzdem weiter, weil Nur im Sommer werden hier die Kühe auf der Weide gemolken. weiter, immer weiter. Keine Gnade für die Wade. Heute. Oh, da oben ist schon die Staumauer. Sind wir schon fast da? Ich glaube, es ist der erste Stausee, ich weiß es nicht. Die Staumauer wirkt gewaltig, ist viel höher, als es in diesen Bildern den Anschein hat. Unheimlich krass mit dem vielen Gepäck. Also, sonst wäre es wahrscheinlich kein großes Problem. Die Beine schwerer und es sind noch vielleicht 500 Höhenmeter. Ja, das kann nicht sein. Schaut euch das mal an. Nicht nur die Schönheit des Sees, aber auch davor der Himmel. Sonne. Ein wenig unglaublich, oder? Es ist aber bitterkalt, muss ich ehrlich sagen. Also richtig, wenn ich stehen bleibe, muss ich sofort etwas Dickes anziehen. Der erste Stausee liegt vor uns. Die Grimsen-Kraftwerke sind eine wichtige Quelle der Stromerzeugung in der Region. Wir haben einen weiten Blick über die nun karge Vegetation. Einige wenige und kleine Schneefelder sehen wir auch weiter oben. Die Temperatur sinkt deutlich. Es ist bereits 12 bis 13 Grad kühler als in Innertkirchen. Keine Gnade für die Wade. Das heißt, da oben fahren wir, glaube ich, dort entlang an der Staumauer. Die Straße geht dann da um. So, wir haben es gezählt, das sind 10 Serpentinen hier. Mit dieser noch. Dann sind wir oben. So, das waren die Serpentinen, die ersten. Jetzt kommen noch mal 2 und dann geht's bis zum Schluss, bis zur Passhöhe hoch. Das schaffen wir. Hi! Oh.
Es ist kalt und die Sicht verschlechtert sich stetig. Leichter Nieselregen mischt sich immer wieder dazwischen. Für uns harte Momente, aber wir müssen uns durchbeißen. Bald haben wir es geschafft. Trotzdem, mit so viel Nebel haben wir heute nicht gerechnet. Nee, also ich muss mal eingestehen, das ist hart. Also härter als ich dachte. Obwohl ich wusste, wie viele Höhenmeter das werden, ja, habe ich unterschätzt, dass das Gewicht des Rades so eine extreme Rolle spielt. Aber gut, ich steige jetzt nochmal auf den Sattel und versuche jetzt, es müssten nur noch 2 Kurven sein, wenn ich richtig zähle. Jan ist auch tapfer, ist ein bisschen vor mir, er versucht es auch. Aber wir sind ja gleich da, hier gibt es nochmal einen Abzweig. Durchziehen, weil... Deine Tasche ist auf. Welche? Gleich oben, wir schieben. Das geht einfach nicht mehr. Schaut euch das mal an. Super. Nichts zu erkennen. Wir sind am Ende unserer Kräfte und hier ist nichts zu sehen. Es ist alles in Nebel gehüllt. Richtiger Regen ist es nicht. Es ist mehr so ein Tau, so ein Nebel. Wir sind nun oben bei 5 Grad und wir sehen nichts. Deprimierend? Ja, die Freude ist verhalten, nicht so euphorisch wie gedacht. Eine gewisse Stille ist dabei. Der Wind pustet um uns herum. Trotzdem, wir haben es geschafft. Das ist klar, der Berg ist bezwungen. Aber was nun? Hier bivakieren oder campen? Wir wollen was essen, bevor es dunkel wird. Und dann den Berg auf der anderen Seite herunterfahren? Geschafft! Wir haben den Berg erreicht. 2165 Meter, 6 Grad, schöner Wind. Der zieht hier schön über den Kamm drüber und wir haben es geschafft. Tommy! Ja.